Hallo, liebe Zuschauer und willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Term. Dieses Thema ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Mathematik, der uns hilft, viele mathematische Aufgaben zu lösen. Aber was genau ist ein Term und wie ist ein Term aufgebaut? Fortsetzung nach dem Jingle. Definition. Ein Term ist einfach eine mathematische Ausdrucksweise, die Zahlen, Variablen und Rechenzeichen miteinander verbindet. Jetzt springen wir dann zu dem Termaufbau. 2. Termaufbau. Ein Term kann also verschiedene Elemente wie Zahlen, Variablen und Rechenzeichen enthalten, die zusammen eine bestimmte mathematische Bedeutung haben. Was den Termaufbau betrifft, kann ein Term aus verschiedenen Teilen bestehen. Und zwar, ein Term kann aus Zahlen bestehen. Also das sind einfache Zahlen, wie zum Beispiel 5, 12, 160 und so weiter. Ein Term besteht auch aus Variablen. Das sind Buchstaben, die für unbekannte Zahlen stehen. Beispiele. Wir haben x, y oder sogar z. Es kann auch Buchstabe sein. Ein Term kann auch aus Operatoren bestehen. Das sind dann die Rechenzeichen, die den Term strukturieren. Zum Beispiel, wir haben Plus, Minus, Mal oder geteilt. Für unser Niveau oder für die Schulstufe werden wir uns heute auf Terme konzentrieren, die nur Zahlen und Operatoren enthalten. Springen wir dann zu den Regeln für das Berechnen von Termen. Erste Regel. Bei Termen mit Klammern berechnet man zuerst, was in der Klammer steht. Beispiel. Berechne 6 mal in Klammer 7 plus 4. 6 mal 7 plus 4 in Klammer gleich dann 6 mal 11, weil wir berechnen erstmal, was in der Klammer steht. Und im Klammer steht dann 7 plus 4. 7 plus 4 ist nichts anderes als 11. 6 mal in Klammer 7 plus 4 ist nichts anderes als 6 mal 11. Und 6 mal 11 gleich dann 66. Regel 2. Treten in einem Term mehrere Klammern auf, rechnet man von innen nach außen. Beispiel. Berechne 2 mal 5 minus in Klammer 1 plus 5, Klammer zu, mal 7. Also 2 mal 5 minus in Klammer 1 plus 5 mal 7 gleich dann, wir berechnen dann, was in Klammer steht, von innen nach außen. Haben wir dann 1 plus 5 in Klammer, das ist nichts anderes als 6. Das ist dann 2 mal 5 minus 6 in Klammer mal 7. 2 mal 5 ist nichts anderes als 10 mal 7. 10 minus 6 ist nichts anderes als 4. 4 mal 7 ergibt dann 28. Regel 3. Punktrechnung werden vor Strichrechnung ausgeführt. Beispiele.
Berechne 5 mal 4 plus 8 mal 2. 5 mal 4 plus 8 mal 2 gleich dann 5 mal 4 ist nichts anderes als 20. 20 plus 8 mal 2 ist nichts anderes als 16. Ergibt dann 36. Regel 4. Treten in einem Term nur Addition und Subtraktion oder nur Multiplikation und Division auf, so rechnet man von links nach rechts. Beispiele. Berechne 45 geteilt durch 2 geteilt durch 3 geteilt durch 3. Also 54 geteilt durch 2 geteilt durch 3 geteilt durch 3 gleich. Wie gesagt, rechnen wir dann von links nach rechts. Das heißt, in diese Richtung. 54 geteilt durch 2 ist nichts anderes als 27. 27 geteilt durch 3 ist nichts anderes als 9. 9 geteilt durch 3 ist nichts anderes als 3. Jetzt springen wir zu der Übung. Ich habe für euch eine kleine Übung vorbereitet. Die Übung lautet dann also zu 1. 6 plus 3 mal in Klammer 7 plus alles geteilt durch 3. Um diese Term zu berechnen, verwenden wir dann die Regel, die wir bis hier gelernt haben. Und die innere Klammer hier wird dann zuerst berechnet, und zwar 7 plus 4. Das ist dann 6 plus 3 mal 11 in Klammer teilt durch 3. Innerhalb der Klammer wird die Punktrechnung zuerst ausgeführt. Das ergibt dann 6 plus 3 mal 11 ergibt dann 33 geteilt durch 3. Die Klammer werden zuerst jetzt berechnet. 6 plus 33 ist nichts anderes als 39. 39 geteilt durch 3 finden wir dann schnell 13 zu 2. 16 plus 8 mal 10. Und wir haben auch 16 plus 10. Mit dem Rechenbaum haben wir dann folgendes: 16, 8 und 10. Die Klammer werden erstmal berechnet. Das ist dann 16 plus 8. Finden wir dann 24. Danach wird dann die Punktrechnung ausgeführt, und zwar mal 10. 24 mal 10, nichts anderes als 240. Analog 16 geteilt durch 8 plus 10. Punktrechnung werden erstmal ausgeführt, also die Klammerrechnung wird erstmal durchgeführt, und zwar 16 geteilt durch 8. Finden wir dann 2. 2 dann plus 10 ist nichts anderes als 12. Somit sind wir zu Ende dieses Tutorial angekommen. Wenn dieses Video Ihnen gefallen hat, unterstützen Sie mich, indem Sie den Kanal abonnieren. Vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns in das nächste Video und viel Spaß beim Üben.